Hi, lang ist her, ich weiß. Ein Grund dafür war auch meine sehr späte ADS-Diagnose, die ich bekommen habe vor einigen Wochen, Monaten. Und ich brauchte einfach eine gewisse Zeit, das zu verdauen und mich da ein bisschen zu finden. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich mich so öffentlich, wie ich es jetzt tue, dazu outen möchte, weil ich fürchte halt solche Bemerkungen wie, ach, das ist doch jetzt eine Modediagnose oder das kann doch gar nicht sein bei dir. Haben wir nicht alle ein bisschen ADS? By the way, don't do it. Ja, und nun sitze ich hier und habe mich entschieden, es trotzdem zu tun, weil ich mir ja Entstigmatisierung auf den Leib geschrieben habe sozusagen und es mir auch in meinem Beruf als Coach total wichtig ist, authentisch rüberzukommen und auch zu zeigen, dass auch ich ein Work in Progress bin. In diesem Beitrag möchte ich also mit euch darüber sprechen, wie es zu meiner Diagnose kam, was es bedeutet für mich und für mein Leben und auch für meine Arbeit und welchen Einfluss es eventuell auf diesen Content hier auf meinem YouTube- oder Podcast-Kanal hat. Doch mein Hauptziel ist es, aufzuklären und ein bisschen zu zeigen, wie das so laufen kann, vor allem mit der Diagnose im Erwachsenenalter. Und ich wünsche mir einfach, dass sich zumindest vielleicht eine Person weniger alleine fühlt da draußen. Mir hat das auf jeden Fall unglaublich geholfen, den Content von anderen zu schauen. That being said, ich stehe noch ganz am Anfang dieses Prozesses und ich bin weder Ärztin noch Therapeutin noch sonst irgendein Profi auf diesem Gebiet. Ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen, meine persönliche Lebenswelt. Es ist also super, super wichtig, diese Inhalte natürlich nicht als irgendwie Standarddiagnose, Leitfaden zu verstehen. Wenn du eine Abklärung machen willst, dann wende dich doch bitte einfach an Fachpersonen. Nimm diese Inhalte einfach als Erfahrung, als Platz, wo du dich vielleicht auch gesehen fühlst, hoffentlich, und zu Informationszwecken. Aber Simone, höre ich jetzt schon gewisse Leute schreien, das ist doch nur eine Diagnose und das schubladisiert dich doch jetzt einfach irgendwie. Du bist doch so viel mehr als deine ADS oder deine Angststörung oder was auch immer. Ja, Sherlock, das stimmt natürlich. Ich bin viel mehr als meine Diagnosen, sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Dennoch, die ADS, die bestimmt ein Stück weit mein Leben und auch meine Persönlichkeit und hat sowohl negative als auch positive Auswirkungen auf mein Leben. Und darum ist es mir super wichtig, auch hier ein bisschen aufzuklären und mich einfach so zu zeigen, wie ich bin und euch, wenn es euch interessiert, auf die Reise mitzunehmen. Side note, by the way, besonders bei ADS ist es sehr wichtig eigentlich, eine Diagnose zu erhalten, denn bei undiagnostizierten Menschen mit ADS ist die Suizidrate und die Gefahr, Suchterkrankungen oder Folgeerkrankungen des ADS zu entwickeln, einfach so viel höher. Kurz, eine Diagnose kann da schon Leben retten. Natürlich alles unter der Prämisse, dass ein Leidensdruck da war schon von Anfang an. Doch das ist es meistens auch. Das Problem ist, dass oft die ADHS vor allem bei Frauen und bei erwachsenen Frauen unerkannt bleibt und halt zuerst wegen etwas anderem ein Psychiater oder eine Psychiaterin aufgesucht wird. Das bringt mich zum ersten offiziellen Teil dieses Beitrags und zwar zu meiner Diagnose. Wie kam es überhaupt dazu? Also ich bin ja schon seit Jahren, Jahrzehnten wegen Angststörungen und einer Persönlichkeitsstörung in Therapie immer wieder. Und es war einfach so, dass die Therapie schon ein Stück weit geholfen hat, aber irgendwas hat irgendwie immer gefehlt. Nichts hat so wirklich gefruchtet, obwohl ich super bereit war dazu, an mir zu arbeiten und alles, die Dinge halt auszuprobieren, obwohl da hat's eben gehapert. Und meine letzte Therapeutin ist dann aufgefallen, dass ich all diese Übungen, die ich hätte machen sollen, obwohl sie mir gut getan hätten, ich irgendwie nicht geschafft habe, sie zu machen. Und diese Therapeutin, die kennt mich auch schon einige Jahre. Ich war ursprünglich wegen eines Burnouts bei ihr. Und einfach in Kombination mit dem, was sie wusste von meiner Lebensgeschichte, hat sie dann schon, ich glaube schon vor 1,5 Jahren schon das erste Mal gefragt, so,
haben Sie sich schon mal getestet auf ADHS? Und ich war dann so, nee, das kann ja nicht sein und so. Und dann habe ich einen kleinen Fragebogen ausgefüllt, der heißt Hase, süßer Name. Und dort habe ich genau nicht gescored. Also das war so ein Selbstbeurteilungsbogen. Und ja, dann ging das irgendwie wieder vergessen. Und dann hat sich das ein bisschen so weitergezogen. Und meine Therapeutin hat immer wieder mal gesagt, ja, ich würde es trotzdem mal abklären. Irgendwie, ja, irgendwas erinnert mich einfach an ADHS. Und sie hat auch selbst einen Sohn mit ADHS und wahrscheinlich, ja, hat sie da Parallelen gesehen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich das einfach vor mir hergeschoben, haha. Und erst in diesem Jahr habe ich das dann wirklich nochmals aufgegriffen. Und zwar, nachdem mein Partner ein YouTube-Video geschaut hat. Das wurde ihm zufällig reingespült in die Timeline, in dem es darum ging, um die Zeichen von ADHS bei Frauen, erwachsenen Frauen oder generell Erwachsenen. Und da hat er mich einfach 100% wiedererkannt. Er hat mir dann das Video ganz vorsichtig gezeigt und war so, ja, vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Und ich glaube, mir ist noch nie in meinem Leben der Kinnladen so runtergefallen. Ich war verblüfft und es hat 100%ig gestimmt. Ich glaube, ich habe sogar geheult, weil es für mich irgendwie so eine Erleichterung war, diese Puzzleteile, die gefehlt haben, so zu sehen, wie sie zusammenfallen. Das war irgendwie ganz ein magischer Moment. Und ja, dann habe ich es nochmals aufgegriffen mit meinem Psychiater. Der war am Anfang wirklich im Widerstand, weil er fand so, ja, sie waren aber gut in der Schule und bla bla. Was er wahrscheinlich nicht weiß oder was er verdrängt hat, ist, dass das mit Schule gut oder nicht unbedingt das Hauptkriterium sein muss für eine ADHS-Diagnose. Und mir war es auch wichtig, eine richtige Diagnose zu bekommen. Also ich habe da nicht gedrängt oder ihn darauf hingezwungen quasi. Wir haben dann auch wirklich den offiziellen Prozess beschritten. Ich habe nochmals diese Hase-Fragebögen ausgefüllt und meinen engsten Kreis gegeben zum Ausfüllen. Dann gab es diesen Diva-Fragebogen. Das ist ein Riesenteil, den ich ausfüllen musste, mehrfach, und der auch meine Mutter und mein Partner ausfüllen mussten. Und dann kam dann auch noch meine Mutter in die Besprechung. Und nach langen Wochen, Monaten, die echt anstrengend waren, kam dann die Diagnose raus. Ich habe dann auch Medikamente bekommen und um die bin ich sehr froh, aber das wird dann ein anderer Beitrag wahrscheinlich. Und dann habe ich mich einfach auf diesen neuen Weg begeben, der nicht ganz einfach ist, und eben, da stehe ich noch ganz am Anfang. Aber warum eigentlich so spät? Warum kam die Diagnose so spät? Auch das wird ein eigener Beitrag, wenn ich jemals einen dazu mache. Und dazu gibt es auch mega viele YouTube-Videos und Podcasts. Es ist einfach so, dass ADHS vermehrt nur bei Jungs diagnostiziert wurde früher, und die Forschung bei Frauen ist eigentlich noch sehr jung. Das passiert natürlich nicht nur bei Frauen, sondern auch bei anderen Menschen, logischerweise. Bei Frauen kommt das einfach ein bisschen häufiger vor. Und es war bei mir wahrscheinlich auch darum so spät, weil ich meine eigenen Strategien gefunden habe. Ich habe einen gewissen Umgang gefunden, und bei mir wurde halt einfach immer diese Angststörung gesehen. Die ist auch da, also ich habe das parallel diagnostiziert bekommen. Im Moment sieht es so aus, als hätte ich das nebeneinander. Und ja, ich habe halt mich auch ein bisschen versteckt und habe meine ADHS-Seiten nicht so gezeigt, und vielleicht habe ich mich auch geschämt. Und das ist sehr häufig so bei Erwachsenen mit ADHS, die noch keine Diagnose hatten. Sie haben Strategien entwickelt, um durchs Leben zu kommen, und die Anstrengungen vielleicht weggesteckt oder versteckt, und Seiten, für die sie sich geschämt haben, die sie als nicht normal taxiert haben, halt einfach wirklich gut maskiert. Und das war vermutlich der Grund. Und ich war als kleines Mädchen eher unauffällig. Ich war mega verträumt, ja, und ich habe viele Flüchtigkeitsfehler gemacht, und ich war sehr zurückgezogen auch. Ich hatte Probleme, Anschluss zu finden, und ich hatte so spezielle Interessen, die andere vielleicht nicht so mit mir geteilt haben. Aber ich war halt wirklich gut in der Schule, und meine
teilweise Hyperaktivität, die hat sich mehr nach innen gerichtet oder hat sich halt mehr darin gezeigt, dass ich halt dann draußen immer mega rumgerannt bin und so. Aber ich wurde halt einfach als kreatives, aktives, ein bisschen spezielles Mädchen taxiert mit vielen Talenten und auch vielen Untalenten. Aber letztlich hat man nicht gesehen, dass ich gelitten habe, obwohl ich das schon tat. Wie äußerte sich denn oder äußert sich jetzt meine ADHS? Also was bei mir ganz im Vordergrund stand, immer all die Jahre und auch schon seit Kind eigentlich, ist, dass ich immer so eine innere Unruhe verspürte. Also ich konnte eigentlich schon als Kind nicht wirklich entspannen. Ich konnte natürlich mega hyperfokussieren auf Bücher. Ich habe unglaublich viel gelesen. Aber irgendwie war das auch das Einzige, wo ich mich entspannen und mich in meine Welt zurückziehen konnte. Ich war immer in Bewegung und dieses Angetriebensein, das hat mich immer begleitet und bis heute begleitet natürlich. Und das ist so ein bisschen diese nach innen gerichtete Hyperaktivität. Und deshalb wurde ich auch mit dem ehemals ADS diagnostiziert, weil man das nach außen nicht so sieht. Ich habe, wie man merkt, auch immer super viel gesprochen, wenn ich in einem Umfeld war, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich hatte viele Probleme mit meinen Impulsen, also ich hatte Wutanfälle teilweise. Und das äußerte sich dann in der Teenagerzeit in rebellischem Verhalten und ich hatte sehr viel Ärger, auch in der Oberstufe. Die Noten waren nach wie vor nicht so schlecht, also ich war sehr gut an einem Ort und sehr schlecht am anderen, aber es hat sich bei mir halt wirklich geäußert in Rebellion, Wutausbrüchen und auch Experimentieren mit Drogen. Und ich habe einfach immer irgendwie, das ist so klischeemäßig, gemerkt, dass ich irgendwie anders ticke. Ich habe das als falsch empfunden, ich fühlte mich oft falsch. Und ja, hat sich herausgestellt, dass das auch sehr typisch ist. Und ich brauchte halt immer irgendwie ein bisschen länger, um etwas zu schaffen. Und das heißt nicht, dass ich Lernschwierigkeiten hatte in diesem Sinne, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich so viel mehr Aufwand betreiben muss, um dasselbe zu erreichen. Und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr Perfektionismus entwickelt habe, immer mehr investiert habe in meinem Leben, nichts mehr gut genug war. Ja, das endete dann natürlich auch in Burnouts. Gleichzeitig, was sich bei mir wie ein roter Faden durchs Leben zieht, ist, ich habe unglaublich viele Ideen, ich hatte immer mega viele Träume und Ziele und ich habe mich oft aufgemacht auf diese Wege und habe sie einfach sehr selten zu Ende geführt. Das heißt nicht, dass ich nichts geschafft habe. Ich habe die Matura nachgeholt, ich habe ein Studium abgeschlossen mit sehr guter Note. Ich war DJ, ich habe vieles erlebt, was ich auch erleben wollte. Doch was niemand gesehen hat, ist, wie viel verdammte Anstrengung da reinging teilweise. Wie viel Ehrgeiz und Perfektionismus und doppelte Vorbereitung. Das hat man von außen nicht gesehen. Ich wurde immer als sehr organisiert und strukturiert angesehen und das ist eigentlich wirklich lächerlich, weil ich bin die unstrukturierteste Person. Ja, das hat natürlich mit den Jahren den Leidensdruck erhöht und vermutlich auch meine Angststörung verschlimmert. Was bedeutet jetzt diese Diagnose für mich persönlich? Mir ist noch wichtig zu sagen, man muss keine Diagnose haben. Also wenn kein Leidensdruck da ist, wenn das Leben schon so gestaltet ist, wie es passt und das Umfeld auch da ist, dann es braucht es nicht zwingend. Es gibt viele Leute, die einfach so mit der ADHS leben können. Aber für mich persönlich, weil ich einen Leidensdruck hatte und auch Folge- und Nebenerkrankungen. Ich muss da erwähnen, übrigens ADHS ist keine Krankheit. Mein Leidensdruck war halt da und darum war es für mich so eine Erleichterung eigentlich, eben dieses fehlende Puzzleteil zu haben, weil ich habe so viel versucht und ich habe auch viele Fortschritte gemacht, aber da war immer dieses Ding, das ich nicht einordnen konnte. Diese innere Unruhe, die blieb einfach bestehen, egal wie viele Sachen ich gegen meine Anxiety machte. Meine Misserfolge quasi, also dass ich Dinge nicht durchgezogen habe, das blieb einfach. Und dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie gesunde Routinen für mich einzuführen, auch wenn ich super fand und cool und es mir gut getan
all das hat sich dann geklärt, weil ich habe erkannt, der Grund dafür ist die ADHS. Der Grund dafür ist, dass mein Hirn effektiv anders funktioniert als das von neurotypischen Menschen. Ich benutze das natürlich nicht als Ausrede, aber es tut so gut zu wissen, dass mit mir nichts falsch ist, weil das ist das, was man sich jahrelang einredet. Man fragt sich, wieso man gewisse Dinge nicht auf die Reihe kriegt, die andere problemlos auf die Reihe kriegen. Und es tut einfach so gut, eine Erklärung zu haben, und es tut so gut, eine Community zu finden. Menschen, neurodiverse Menschen, die ähnlich ticken und die verstehen, womit man struggelt. Was für mich auch noch ganz wichtig ist, dass ich jetzt eine zielgerichtete Therapie machen kann. Ich kann mich auch einlesen und eigene Übungen machen. Ich kann jetzt ganz eben zielgerichtet auch Strategien entwickeln für mein Leben. Und ich kann mein Leben, soweit es geht, auch so gestalten und auch meine Arbeit so gestalten, dass es mehr zu mir passt. Und da ganz wichtig, ich finde es komplett falsch, dass man neurodiverse Menschen quasi mit Therapien zum neurotypischen Leben anpassen will und sie quasi in diese Norm quetschen will. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass sich das System so weit verändert, dass sich alle Menschen mit allen Hirncouleuren wohlfühlen und ihre Berufung finden können und sich gut fühlen können. Also ich mache die Therapie nicht, um mich normal zu machen. Ich mache die Therapie, um mich zu akzeptieren und mich so durchs Leben bewegen zu können, dass es mir persönlich gut geht. Und das ist auch das, was ich in meiner Coaching-Praxis vermitteln möchte. Ich kann jetzt auch meine Ziele wirklich so setzen, dass sie für mich machbar sind und so organisieren und mir auch Hilfe holen, dass ich diese Ziele auch erreiche. Denn bisher habe ich mich immer geschämt, Hilfe zu holen für Alltagsdinge oder eben das Erreichen oder Definieren von Zielen oder was auch immer gerade anfällt und mir schwerer fällt als anderen. Und mir hilft diese Diagnose einfach, diese Self-Care auch zu machen bei mir und auf meinen Rhythmus zu hören und ja, ein bisschen netter zu mir zu sein. Und eben, das hat nichts damit zu tun, mich auf eine Diagnose auszuruhen. Im Gegenteil, es motiviert mich, einfach das Beste aus meinem Leben zu holen und ja, mich ein bisschen lieber zu haben. Und das ist super individuell. Jeder Weg ist anders und wir dürfen nicht vergessen, dass ADHS ein Spektrum ist. Und das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Also alles, was ich jetzt erzähle, muss nicht unbedingt für die Person neben mir zutreffen, die auch ADHS hat. Das ist mir auch noch mega wichtig. Was bedeutet das jetzt für mich, in meinem Leben, für meine Arbeit? Ja, das war auch der Grund für die Content-Pause und die Pause allgemein, weil ich habe gemerkt, dass ich natürlich nicht meine Neurodiversität angenommen habe, weil ich das gar nicht wusste. Und ich habe gemerkt, wie fest, dass ich mich verstellt habe und versteckt habe bisher im Leben. Nicht überall natürlich. Also, liebe Freunde, ihr kennt mich schon genügend. Doch ich habe oftmals gewisse Seiten versteckt und ich habe versucht, neurotypisch zu sein und natürlich auch jetzt hier auf diesem Channel sehr, sehr neurotypische Tipps gegeben. Ich habe auch erkannt, dass ich doch sehr viel Ableismus habe in mir drin. Mir gegenüber und auch der ganzen Thematik gegenüber. Ich habe es lange jetzt nicht wirklich akzeptieren können und ich bin jetzt erst noch auf dem Weg, das zu akzeptieren, dass ich jetzt dass ich neurodivers bin und dass ich ADHS habe, auch wenn es sehr viele gute Seiten mit sich bringt natürlich. Aber ich denke schon, dass ich diese Neurodiversität mehr in mein Leben und das ist ja eigentlich logisch, ich kann ja nicht anders, aber auch mehr in meine Coaching-Praxis zu bringen. Denn Tipps für neurotypische Menschen gibt es ja zu Genüge. Vielleicht ist es ja ganz cool, wenn neurodiverse Menschen ihre Inputs und ihre Sichtweise reinbringen. Und das versuche ich zu machen in meiner Coaching-Praxis. Und auch zu anerkennen, dass eben nicht ein Tipp für alle Menschen gut sein muss. Gewisse Menschen strugglen damit, ihre Emotionen zu erkennen. Und dann braucht es da halt einfach auch mehr Liebe und Nachsicht. Und gewisse Menschen
kommunizieren anders als neurotypische Personen. Und dann ist ein normales Kommunikationscoaching vielleicht echt einfach doof. Und ich habe eigentlich ganz viele Ideen, wie man das machen könnte. Und mir ist es super wichtig, all diese Nuancen und diese Individualität der Menschen in meine Coaching-Praxis mit einzubeziehen und auch in meinen Content. Das ist natürlich mega komplex, weil in einem Video mit Tipps zum Beispiel kann man ja nicht das ganze Spektrum abdecken. Doch ich werde mich bemühen, nicht in dieses Neurotypische reinzurutschen und mein Wesen zu maskieren, sondern ich versuche einfach mehr Nuancen und mehr Möglichkeiten zu bieten und auch einzugestehen, wo die Tipps halt Grenzen haben und für wen sie vielleicht nicht geeignet sind. Ja, dann braucht es etwas anderes. Ja, ich habe jetzt mega viel gesprochen. Ich kann mich an die Hälfte nicht mehr erinnern, weil das so ist mit meinem Gehirn ein bisschen. Schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Wenn dir irgendwas gefehlt hat, dann frage bitte nach. Wenn du sonst Fragen hast zu dem ganzen Thema oder zu irgendwas, was ich erlebt habe oder zu meinem Weg jetzt seit der ADHS-Diagnose oder zur ADHS-Diagnose, dann schreib mir, oder wenn du jetzt auf YouTube bist, schreib mir das in die Kommentare. Bitte sei nachsichtig und verständnisvoll, wenn ich Kommentare lösche, die ADHS als Fake bezeichnen oder eben, ja, ich habe das auch manchmal und deswegen habe ich noch lange kein ADHS, also komm mal runter. Also all solche Kommentare, die werden gelöscht zu meinem Schutz, zu meiner Psychohygiene und auch zum Schutz von anderen, weil es reicht. Das Stigma ist so groß und es ist an der Zeit, mit offenen Herzen uns zuzuhören und uns unsere Erlebnisse einfach auch zu glauben. Ja, in diesem Sinne, danke dir, dass du immer noch da bist und so lange zugehört oder zugeschaut hast. Wenn du Bock hast, dann abonniere doch meinen YouTube-Channel oder folge mir auf meinem Podcast oder auch beides. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen und du findest alles, was du brauchst in den Beschreibungen des Podcasts oder des Videos. Ich danke dir nochmals von Herzen und bis bald. Tschüss.